Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. Shuttle will be departing. Hi Leute und herzlich willkommen zum vierten Tag der IAE 2955. Heute sind Drake und die außerirdischen Hersteller auf der Messe vertreten und von denen werden wir uns mal die Schiffe angucken, die dort ausgestellt sind. Ich bin auf dem Weg zum Messegelände und wir sehen uns gleich dort. Bis gleich. Hier am Messeeingang sehen wir schon eine der Neuvorstellungen dieses Jahr von Drake, die Drake Golem, ein kleines Bergbauschiff. Schauen wir mal, ob die hier ausgestellt ist. Hier in Halle 4 sehen wir auch schon die Ausstellung von Drake, dieses große komische Schiff dort hinten. Das haben wir uns beim letzten Mal kurz mal von Weitem angesehen. Das werden wir heute erkunden. Aber wir fangen mal ganz links an. Hier geradeaus haben wir die Drake Golem OX. Golem, habe ich gerade gesagt, war das Bergbauschiff. Die Golem OX ist ein reines Frachtschiff. Das heißt, Bergbaulaser und Bergbaucontainer sowie die Einrichtungen zur Raffinierung sind hier weg. Dafür haben wir hinten am Schiff einen großen Frachtbereich. Und wir haben am hinteren Teil des Schiffes hier links auch einen Tractor Beam. Da gibt es an der Rückseite des Schiffes eine Tür, die lässt sich öffnen. Dahinter sind nur Komponenten. Und natürlich der Sicherungskasten. Können wir wieder zumachen. In die Golem einsteigen müssen wir von vorn. Da kommt uns der Sitz entgegen und fährt mit uns hoch ins Cockpit. Fühlt man sich leicht erinnert an die Drake Mule, die steht hier drüben. Ist quasi exakt dasselbe Cockpit, nur eben in etwas erhöht. Und hier sind wir jetzt in dem ausfahrbaren Traktorstrahl. Fährt man aus und dann kann man hiermit ganz entspannt Boxen greifen und hier an der Frachtklemme anklemmen. Gerade mitbekommen, man muss echt aufpassen, wenn man den Traktorstrahl oder das Traktorstrahl-Interface wieder verlässt, dass man dann nicht auch noch gleichzeitig aussteigt aus der Maschine. Die Drake Mule kennen und Hass lieben wir ja bereits. Was wir auch schon mal angesehen haben, ist die Dragonfly. Und davon gibt es jetzt nicht unbedingt eine neue Version, aber eine neue Lackierung, die Dragonfly Star Kitten. Naja, das sieht eher nach Kinderspielzeug aus, obwohl die Dragonfly alles andere ist als ein Kinderspielzeug. Und hier stehen wir jetzt letztendlich vor der Drake Clipper. Sieht erstmal klein aus. Der Eindruck täuscht aber, denn dieses Allzweckschiff hat im Inneren 3 Stockwerke. Wir schauen uns das mal an. Und zwar haben wir hier einmal eine Rampe, durch die wir das Schiff betreten. Und zwar sind wir hier direkt im Frachtraum. Haben wir hier ein, ich würde sagen, etwa 12 SCU kann das aufnehmen an Fracht. Und hier über die Leiter kommen wir nach oben in ein zweites Stockwerk. Und zwar in den unteren Maschinenraum. Hier hinten haben wir die Hauptmaschinen, 1, 2 an der Zahl. Und über uns der zweite Maschinenraum. Da komme ich gleich noch dazu. Dann haben wir hierdurch tatsächlich eine Krankenstation in diesem kleinen Schiff. Mit allem drum und dran, mit Krankenbett, mit Terminal. Und ja, tatsächlich auch mit Regenerierung. Das ist ein Tier 3 Krankenbett, also die niedrigste aller Klassen. Aber immerhin, es ist eine Krankenstation.
Und nach hinten durch haben wir dann hier den Fabrikator. Hier soll man später etwas craften können. Wie aber hier zu sehen ist, ist der Bildschirm schwarz. Das heißt, hier haben wir noch keinen Zugriff auf Crafting. Das wird erst noch zu einem späteren Zeitpunkt implementiert. Weiter nach vorne kommen wir dann in den Korridor. Da haben wir hier einmal einen Schrank für Anzüge, einen winzigen Waffenschrank und einen Aufzug, mit dem man das Schiff auch verlassen kann, sodass man nicht immer durch den Frachtraum laufen muss. Und hier nebenan führt eine Leiter nach oben auf das Oberdeck. Da haben wir einmal die Wohnräume mit einem Sitz- und Essbereich, einer kleinen Küche, Waschbecken. Das dürfte Lagerbereich sein und hier haben wir ein Bett zum Schlafen. Ah ja, hier hätten wir einen Lagerschrank, einen persönlichen. Das Problem ist nur, der lässt sich wohl aktuell nicht öffnen. Vielleicht geht das dann in der Hauptversion und hier haben wir auch nochmal einen abgetrennten Baderaum. Weiter nach hinten kommen wir in den eigentlichen Maschinenraum. Hier ist auch die Ingenieurskonsole. Da haben wir Raum, um Komponenten zu lagern. Wenn wir diese Komponenten dann im unteren Teil des Maschinenraums brauchen, können wir sie durch diese kleine Klappe fallen lassen. Davon werden sie auf jeden Fall auch besser, wenn man sie einfach fallen lässt. Ja. Gehen wir jetzt durch die Wohneinheit wieder im oberen Korridor ganz nach vorne, dann sind wir hier auch schon im Cockpit. Und ihr seht schon, das Cockpit hier, diese Leiter, ich habe es eben gerade ignoriert, um erstmal die Wohneinheiten anzusehen, aber dieses Cockpit hat tatsächlich keine eigene Tür. Das heißt, man kann vom Aufzug über die Leiter direkt ins Cockpit ohne Probleme. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss man jeweils entscheiden. Wir haben hier nochmal Zugriff auf Komponenten. Hier auf der anderen Seite den Sicherungskasten. Und hier sogar ein paar ausklappbare Sitze. Sehr interessant. Für Mitreisende. Gut, die klappen sich zwar nicht aus, aber man kann da sitzen. Ja doch. Gut, war bloß ein Anzeigefehler. Das heißt, eigentlich ist das ein Soloschiff. Aber man kann bis zu 2 Passagiere hier nebenbei mitbefördern, die dann ganz entspannt auf diesen Klappsitzen Platz nehmen. Gehen wir also jetzt in Halle 3 und schauen uns mal an, was die außerirdischen Hersteller so zu bieten haben. Die meisten der hier ausgestellten außerirdischen Schiffe kennen wir bereits. Manche werden hier auch einfach nur mit neuer Lackierung vorgestellt, wie diese Talon. Aber Esperia hat heute auch 2 neue Kandidaten. Und zwar einmal haben wir hier ein schon bekanntes Design, die Prowler, aber in einer Version umgebaut zum Frachtschiff als Prowler Utility. Die schauen wir uns mal kurz an. Die Prowler Utility betritt man, wie wir das auch schon von der Prowler kennen, hinten über eine Rampe. Und da sind wir jetzt nicht von Sprungsitzen umgeben, sondern mitten im Frachtraum. Links und rechts dieses zentralen Durchgangs haben wir die Frachtabteile und ihr seht schon, hier ist eine magnetische Halterung hochgefahren. Wenn der Frachtraum geöffnet ist, ist sie heruntergefahren, sodass man die Kisten leicht entnehmen kann. Gesteuert wird das zu beiden Enden der Reling hier über Knöpfe. Gehen wir weiter nach vorne, sehen wir das klassische Design, das wir auch schon kennen. Hier haben wir zusätzliche Sitze, wo man sitzen kann. Das dürfte Lagerfläche sein. Hier auf der anderen Seite sind nochmal Sitze, ein kleiner Waffenschrank und hier auch eine seitliche Treppe zum Ausstieg. Und weiter nach vorne kennen wir auch schon das klassische Prowler-Cockpit.
Ja, aus diesem Cockpit sehen wir leider gerade nichts nach außen, weil wohl der Strom abgeschaltet ist. Ihr seht, die NASA hat so ein paar kleine Sichtfenster nach außen, aber zu sehen ist hier trotzdem nichts. Dennoch ist dieses Schiff so ein kleines bisschen heller beleuchtet als die alte Prowler, die wir schon kennen. Demgegenüber an einigen sehr außerirdisch aussehenden Waffen vorbei sehen wir schon die eindrucksvolle Silhouette eines Vanduul-Kampfschiffes. Das hat Esperia nachgebaut, damit Menschen es fliegen können. Und zwar die Stinger. Das ist ein schweres Kampfschiff der Vanduul. Man sieht hier auch an der Seite die Alien-Kanone, die dort dran hängt. Die hat Esperia übernommen. Das andere sind Waffen, die Esperia selbst entwickelt hat. Wir sehen schon hier die Einstiegsrampe. Sieht so ein bisschen aus wie ein geöffneter Rippenbogen. Da können wir hinten einsteigen. Wir kennen das ja schon von den Vanduul-Schiffen, dass sie so ein bisschen organisch gebaut sind. Und das sieht wohl aus wie ein Waffenschrank. Hier kann man die Einstiegsluke schließen und ansonsten haben wir hier nicht sehr viel Inneneinrichtung, bis auf den Pilotensitz. Zack, da springt man drauf, wird dann durch den Bauch des Schiffes nach vorne gefahren und dann sitzt man im Cockpit. Sieht schon alles sehr, sehr alien aus. Zack, und ausgesprungen. Genau, schließen kann man die Rampe hier außen an der Rippe quasi. Jetzt so ein bisschen ein und die Rippen schließen sich. Eine sehr, sehr organische Baustruktur. Die Gattax Yulin haben wir uns beim letzten Mal schon angesehen. Das war dieses senkrecht startende Allzweckschiff. Also gehen wir weiter nach hinten. Da finden wir ein Hologramm, das uns die Gattac Raylan vorstellt. Ein Frachter der Xi'an. Und, interessantes Detail, auf der Infotafel ist angegeben, dass dieses Schiff 2956, also nächstes Jahr, zur Verfügung stehen soll. Also flugbereit sein soll. Da sind wir mal auf die nächste Messe sehr gespannt. Was noch erwähnenswert ist, ist der Banu Defender mal in einer anderen Lackierung. Genauso wie die Aopor Santok Yai. Nun, das waren die ausgestellten Schiffe für heute. Wir schauen mal noch vorne an die Terminals, ob es irgendetwas zur Ausleihe gibt von den Herstellern, die heute vertreten sind, das wir auf der Messe nicht ausgestellt gesehen haben. Ich habe da zum Beispiel die Golem noch im Kopf. Oh, bei Aopor haben wir zum Beispiel noch die Aopor Nox zu sehen, ein Graflev-Bike. Da fehlt aber auch die spezielle Aopor Nox Q-Version. Und natürlich das kleine Kampfschiff, die K2Al, mit der wir auch schon geflogen sind. Dann bei Banu, dem Banu Defender logischerweise. Bei Drake sehen wir neben den alteingesessenen Schiffen, die wir bereits kennen, die Golem, das Bergbauschiff, die werden wir uns mal ausleihen. Esperia natürlich, der alte Prowler und jetzt auch der neue Prowler Utility. Sieht man, so ein bisschen unterschiedlich aufgebaut sind die beiden Schiffe schon. Talon und sein großer Bruder Talon Shrike und natürlich Blade und Glaive, die alten Schiffe, die man auch von den Vanduul kennt. Interessanterweise
Der Esperia Stinger, den wir uns angeguckt haben, gerade eben, der ist in dieser Liste nicht aufgeführt. Das liegt daran, dass dieser Stinger am Ende der Liste unter dem Eintrag Vanduul anzutreffen ist. Trotzdem auch als Esperia Stinger, aber als Hersteller Vanduul. Die Golem werden wir uns jetzt nochmal im Hangar anschauen. So, da haben wir einmal die Drake Golem zum Vergleich. Ihr seht schon, da ist deutlich mehr auch unten drunter los. Das schauen wir uns mal aus der Nähe an. Die Drake Golem ist etwas schmaler gebaut als die Drake Golem OX. Wir haben hier keine Frachtklemme, sondern da hängt ein Container für Erz drunter. Diesen Container kann man einzeln ablösen und einlagern. Übrigens sind das 2 Container für Erze. Hier hängt noch einer. Ansonsten ist das Schiff relativ gleich aufgebaut. Nur, dass wir oben über dem Cockpit noch einen Mining Laser haben. Das können wir uns mal ansehen. Steigen wir mal ein. Cockpit sieht etwa gleich aus wie beim anderen Golem. Dann können wir in den Mining-Modus wechseln. Und der Mining-Laser wird von oben ausgefahren und eingeblendet. Genau. Schauen wir uns das mal von außen an. Den können wir auch komplett wieder einfahren. Zack und weg ist er. Ja Leute, das war's heute vom IAE-Tag. Wir sehen uns dann zu den restlichen Tagen wieder, also entweder zum 5. oder zum 6. Messetag. Mal schauen, da erwarten uns die Hersteller von Kruger, Misk, Mirai und Anvil. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Flug und bis bald.